Warum bin ich am Leben? Wofür lebe ich? Oft kommt uns diese Frage in stillen Momenten entgegen, wenn wir für eine kurze Weile dem Lärm unseres täglichen Lebens entkommen und uns etwas entfremdet uns selbst gegenüberblicken. Für die meisten Menschen bleiben diese Fragen aber unbeantwortet. Die meisten von uns geben sich mit den Antworten zufrieden, die uns die Gesellschaft heute bietet. Wir leben, um uns zu vergnügen, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen, zu konsumieren, uns fortzupflanzen und dann zu sterben. Für manche wenige jedoch hinterlassen diese Antworten nichts als einen bitteren Geschmack im Herzen, ein tiefes Wissen, dass da noch mehr ist, dass hinter all den oberflächlichen Geschehnissen des täglichen Lebens ein tiefer See der Bedeutung schlummert, den wir intuitiv fühlen, aber den wir nicht entschlüsseln können. Und so wandern wir umher, von Tag zu Tag, Frühling zu Winter, von Jahr zu Jahr. Wir hoffen und wir kosten den Geschmack der Freude, hier ein kleines Blinzeln. Dann wendet sich dieser Kreislauf des Lebens und die Hoffnung, die im Frühling erblühte, weicht bald der Enttäuschung, des Schmerzes und der Trauer. Und obwohl wir in diesen seltenen Augenblicken auf irgendeine Weise verstehen, dass der Kreislauf dieses Rades unser Sehnen niemals stillen wird, ziehen wir doch immer wieder von neuem dieses selbe Uhrwerk auf und schwimmen wie seit jeher mit dem gleichen Strom, hinfortgespült in scheinbarer Ohnmacht. Doch warum? Was steckt hinter all diesem schwingenden Pendel von Glück und Trauer, von Hoffnung und Enttäuschung, von Schaffen und Zerstörung? Was ist diese tiefe Bedeutung, nach der wir uns intuitiv sehnen, aber die scheinbar flüchtig wie Rauch uns immer entrinnt? In den Weisheitstraditionen der Vergangenheit wurden die Mysterien, die diese tiefe Bedeutung für uns zu entschlüsseln vermögen, mit dem Schleier der Isis symbolisiert, dem Schleier der göttlichen Mutter, Maya, der Tanz des Lebens, hinter dem die tiefe Macht der Liebe und der Weisheit schlummert, die uns alle beseelt, und die Wurzel dieses beunruhigenden Sehnens ist, mehr zu erfahren, mehr zu begreifen. Goethe, der große Dichter, beschreibt die Stimmung des Anwärters der Einweihung, der vor Pein über die Dunkelheit und Erkenntnislosigkeit des Lebens müde wird, bevor sich plötzlich in Antwort auf sein Sehnen die tieferen Mysterien der Natur vor ihm eröffnen. Doch für die meisten von uns bleiben diese Zeugnisse der Dichter der Vergangenheit nichts als totes Papier, ein ohnmächtiger Glitzer der vermeintlichen Hoffnung, der uns so fern und unnahbar erscheint. Und doch bleibt dieses Sehnen in uns erhalten. Gibt es denn nun eine Antwort auf unsere Klage? Gibt es mehr in diesem Leben als all die Trugbilder von Glück und Trauer, die uns tagtäglich erfassen?
Die Antwort auf diese Frage kann gefunden werden, wenn wir willens sind, tiefgehend in uns selbst zu suchen und die Methoden und Wissenschaften zu erlernen, die benötigt sind, um diese Suche zu vollführen. Denn obwohl wir heute in Zeiten leben, in denen es scheinen kann, als hätte der tiefere Geist der Menschheit den Rücken gekehrt, gibt es eine wichtige Tatsache, einen großen Vorteil, über den wir heute verfügen, den all die Suchenden der vergangenen Jahrtausende sich vergeblich erhofft hätten. Das Wissen um den Pfad der Einweihung liegt heute offen vor unseren Augen. Die Mysterien, diesen Pfad zu betreten, wurden der Menschheit offengelegt, damit jeder, der in diesen Zeiten noch das Sehnen verspürt, sich zu verändern, dies tatsächlich tun kann. Unsere Religionen und antiken Traditionen der spirituellen Entwicklung, deren Ursprung sich in dem Staub der Jahrtausende verliert, verbergen einen geheimen Schlüssel, ein sexuelles Geheimnis, das seit jeher vor aller Augen lag und dennoch streng behütet und verhüllt war. Der Pfad der Einweihung, der Aufstieg zu einem neuen Leben, beginnt, so wie unser physisches Leben, mit einer Geburt, aber einer Geburt auf einer höheren Ebene, einer spirituellen Geburt. Was unsere Religionen seit jeher in symbolischer Form darstellten und uns zu lehren versuchten, ist das große Arkanum, die große Synthese der spirituellen Entwicklung. Die Synthese der Religion, die Wurzel aller Weisheitstraditionen, die in der Geschichte existierten, ist das Erblühen der Essenz der Liebe in uns. Diese universelle kosmische Liebe ist die Basis aller Religionen. Und die stärkste Art, auf die sich diese Liebe in unserem Leben ausdrückt, ist sexuell. Unsere Sexualität ist unsere Macht, Leben zu erschaffen. Gewöhnlich erschaffen wir durch unsere Sexualität physisch neues Leben, einen neuen physischen Körper eines Kindes. Doch was die geheimen Lehren des Tantra schon seit Tausenden von Jahren lehrten, ist, dass dies nicht die einzige Weise ist, wie wir diese sexuelle, schöpferische Macht verwenden können. Wenn wir den Schlüssel der sexuellen Transmutation kennen und unsere Sexualität auf eine höhere Stufe entwickeln, dann können wir spirituell erschaffen. Wir können innerlich die Seele erschaffen. In der Bibel lehrte Jesus Nikodemus diese große Wahrheit, welche ein Priester war und einen gewöhnlichen spirituellen Aspiranten symbolisiert, der noch nicht in dieses große Arkanum eingeweiht wurde. Somit kennt er nur das äußere Gewand der spirituellen Lehren, aber nicht ihre Essenz, die verborgene Lehre der sexuellen Transmutation.
Diese geheime Lehre ist auch darin verborgen, dass Jesus' erstes Wunder bei einer Hochzeit geschah. Der Anfang, das Fundament der spirituellen Entwicklung, ist diese tantrische Hochzeit, die geheime Lehre der sexuellen Transmutation. In diesem Wunder verwandelte Jesus Wasser zu Wein, was ein Symbol ist des Maim, des sexuellen Wassers, das zu einer höheren Substanz transmutiert wird, um eine Verbindung zu der Göttlichkeit herzustellen. So erschafft Elohim das göttliche Paar, wie oben, so unten. Das hebräische Wort für Gott, Elohim, verbirgt ebenso diese sexuelle Bedeutung, denn dieses Wort besteht aus einem männlichen Teil, El, und Eloah, was weiblich ist und Göttin bedeutet. Das Plural dieses Wortes ist Elohim, Gott. So steht geschrieben: So erschuf Elohim den Menschen in seinem eigenen Bilde, männlich und weiblich erschuf er sie. Aus dieser Perspektive können wir sehen, dass auch die Geschichte des Garten Eden, die an der Wurzel der westlichen Religionen steht, diese selbe tantrische Lehre verbirgt. Adam und Eva repräsentieren sowohl einen Zustand der Menschheit weit in der Vergangenheit, als auch uns selbst, hier und jetzt. Als historisches Symbol repräsentieren Adam und Eva eine Zeit, als die Menschheit unschuldig war, ohne Ego, ohne Begierde, aber auch ohne Bewusstheit ihrer Individualität. Um sich weiterzuentwickeln, sollte zu dieser Zeit den Menschen gelehrt werden, mit dem Baum des Wissens, Da'at, der sexuellen Macht Gottes zu arbeiten. Leider, anstatt aufrichtig mit dieser Wissenschaft zu arbeiten, lernte die Menschheit aber die negative Verwendung dieser Macht, den Missbrauch der sexuellen schöpferischen Kraft unter der Hingabe der Begierde. Diese Hingabe an die Begierde, welche physiologisch durch den Ausstoß der sexuellen Energie aus dem Körper durch den Orgasmus geschieht, bedeutete den Fall aus Eden, was auf Hebräisch Wonne bedeutet. Der Zustand, in dem ein Mensch weilt, dessen sexuelle, schöpferische Macht ihn oder sie in Verbindung mit den höheren Mächten der Schöpfung hält. In dem Mikrokosmos symbolisieren Adam und Eva jedes Paar, jeden Mann und jede Frau, die mit der sexuellen Macht arbeiten. Weil wir heute unwissend sind über die spirituelle Verwendung des Sexualaktes, leiden wir, unsere Beziehungen scheitern, und diese Wonne der Liebe, nach der wir uns so sehr sehnen, entflieht uns. In unserem Körper symbolisieren Adam und Eva auch unser Gehirn und unsere Sexualorgane. So ist die Geschichte des Garten Eden die physiologische Beschreibung, wie wir aus der sexuellen Wonne fallen. Eva, unsere Sexualorgane, sind von der Begierde fasziniert, von der Begierde, von der verbotenen Frucht zu essen, dem Ausstoß der sexuellen Energie aus dem Körper durch den Orgasmus. Weil unser Gehirn Adam unwissend ist, geben wir diese Begierde nach. Wir essen von der verbotenen Frucht. Wir stoßen diese Energie aus unserem Körper aus und wir verlassen den Zustand der Wonne. Wir verlassen Eden. Durch diese Tat begeht unser eigener tierischer Verstand, Kain, den Mord an Abel, unsere Seele, unserem Bewusstsein. Und wir werden in das Leiden von Samsara ausgestoßen. Weil wir seit jeher unwissend sind über diese sexuelle Lehre der Religionen, vertiefen wir unser Leid mehr und mehr.
soweit, dass wir nun als Menschheit an einem Punkt stehen, an dem es scheint, als würde alles um uns herum dem Chaos verfallen, als wäre der Zerfall und die Zerstörung das Einzige, das in unserer Welt zu finden sind. Und so gehen wir mit, wir geben nach, wir verfallen ebenso einem Leben, das nur immer stärkere Begierde und stärkeres Leid kennt. Doch dies ist nicht der einzige Weg. Wenn wir willens sind, uns selbst in Frage zu stellen, alles in Frage zu stellen, was uns unsere heutige Gesellschaft lehrt, all unsere Traditionen, all unsere vorgefertigten Meinungen über das Leben und vor allem über uns selbst, dann gibt es einen Weg, uns tatsächlich zu verändern, ein neues Kapitel in unserem Leben zu eröffnen, nicht länger einfach mit dem Strom zu schwimmen, der uns nur zu Zerfall und Zerstörung führt, sondern das Leben und die Erde heilig zu halten, den Sinn der Erde heilig zu halten, in unserem Geist und in unserem Körper. Diese Erde sind wir. In unserer physischen Erde, in unserem Körper, schlummern unglaubliche spirituelle Kräfte, die, wenn wir in der Lage sind, sie zu aktivieren, unser Leben gänzlich transformieren können. Nicht als Glaube oder Theorie, sondern als eine gelebte Erfahrung, die näher und realer ist als die dumpfe Kette von Eindrücken, in der wir gewöhnlich fortleben. Darum sagt Jesus im gnostischen Evangelium des Thomas: Wenn ihr Mann und Frau zu einem vereint, werdet ihr das Königreich betreten. Darum lesen wir in dem Talmud, dass als die Römer den heiligsten Tempel der Juden betraten, sie erstaunt waren, denn sie sahen die Statuen der Cherubim in sexueller Vereinigung. Darum sehen wir die heiligsten Repräsentationen des Vajrayana, der höchsten Lehre des Buddhismus, als Buddhas in sexueller Vereinigung. Die aufrichtige Verwendung des Sexualaktes führt uns zu der Verkörperung einer höheren Natur in uns selbst, einer gänzlichen Transformation unserer inneren Konstitution, einer neuen Geburt. Wenn wir in der Lage sind, die sexuelle Wonne zu kultivieren, ohne in den tierischen Orgasmus zu verfallen, wird die sexuelle Energie zurück nach innen und nach oben geleitet, um unsere Verbindung zu unserer eigenen inneren Göttlichkeit zu stärken. Durch eine lange Phase der Transmutation sind wir so in der Lage, das große Werk der Alchemie zu vollführen, die inneren Körper der Seele zu erschaffen, was die Geburt in den höheren Welten des Kosmos darstellt. Dies ist die Religion der Liebe, die von den großen Eingeweihten der Vergangenheit im Geheimen praktiziert und gelehrt wurde. Der Grund für diese strenge Geheimhaltung ist, dass wir so mit den Mächten der Schöpfung arbeiten, der Macht Gottes, welche dual ist, welche uns zu höherem Leben erwecken kann, oder, wenn wir nicht in der Lage sind, unseren Begierden zu entsagen, uns zu Dämonen verwandeln kann. Heute ist die Zeit gekommen, offen diese Lehre zu besprechen und weiterzugeben. Unsere Möglichkeit, hier und jetzt eine wahrhaftige Veränderung in unserem Leben, in unserem Geist und in unserem Körper zu bewerkstelligen, ist somit vorhanden. Die raue Realität ist, dass die meisten Menschen dieser Lehre nicht folgen werden.
Die meisten Menschen, selbst wenn sie mit den authentischen Lehren der Selbstverwirklichung konfrontiert werden, ziehen es vor, in dem Dunkel ihrer bisherigen Gewohnheiten zu bleiben. Denn der Aufstieg zu einem höheren Leben beinhaltet die Entsagung unseres falschen Selbst, unseres tierischen Verstandes, den die Menschheit anbetet. Darum betreten wir den Pfad der Einweihung und erreichen diese spirituelle Geburt nur durch den Tod, den mystischen Tod unseres falschen Selbst in höchster Liebe und Wonne. Dies sind die Mysterien der geheimen Lehren der Jahrtausende. Dies ist die Botschaft, die uns nun überbracht wurde. Es liegt an uns, ihr Potenzial zu erkennen und zu verwirklichen. Es liegt an uns, dieses große Werk zu vollführen und zu einem höheren Leben aufzusteigen.